Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und ihr habt es euch gewünscht. Wieder auch schon ein bisschen früher. Hat ein bisschen gedauert. Aber wir sind jetzt hier DEFCON 2017, die Endshow vom Samstag. Äh, ja, ich hoffe nicht, dass das wie 2024 ist, 25 ist, dass ich die nicht hochladen kann. Wäre aber komisch, wenn es immer noch so wäre. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Endshow zu der Zeit aussah, muss man ja wirklich sagen. Ist ja jetzt auch schon wieder 8 Jahre her. Wir gehen einfach rein. Let's. Uh. Man muss sagen, ne, Videos können die. Videos können sie halt, DEFCON. Das machen die halt. Oder Q-Dance, sagen wir so. Q-Dance. Hammer. Wunderschön. Digga, das schon wieder. Ich finde halt, dadurch, dass du dieses Meeresgeräusch hast und hier so dieses, ja, leicht hellbläuliche Licht, sag ich mal, sieht das wirklich so aus, als würden da Schiffe auf dich zukommen, ne? Holy shit, ey. Bro, dass die sogar selber hier am Zünden sind, ne? Ja, ne, reicht ja nicht, dass da schon alles, oder dass da schon genug am Fackeln ist. Wow. Holy shit. Geil. Oh, das sieht richtig geil aus, ne? Ich find's halt krass, wie breit das gemacht ist. So gefühlt hast du ja jetzt nur diese Breite an großer Bühne. Dadurch, dass das ist ja auch nochmal so ein Hingucker, finde ich. Krass. Aber es ist aber auch wieder so aufgeteilt. Das ist auch wieder ein bisschen schade, so, glaube ich, ne? Aber sieht geil aus. Sieht sehr geil aus. Gerade mit diesen Dingens hier. Mit dem Rad. Holy shit. Wow,
Ich habe das total vergessen. Dadurch, dass wir ja viel, viel früher sind, ja, viel, viel früher sind so viele geile Tracks, die da jetzt vorkommen. Geil. Travelers on an unending voyage of discovery. A voyage fueled by desire to know our true calling. Seeking for timeless wisdom beneath the ever-changing depths of heaven. Trapped in confusion. Armed with melodies to strike our emotion. Waging the war within until one day, sooner or later, we see this music is our destiny. Geil. Sooner or later, we see this music is our destiny. Boah. Da bin ich ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein wilder Take, aber da wäre ich gerne da gewesen. Das wäre so ein kleiner Traum gewesen. Destiny live auf dem DEFCON bei einer Endshow. Boah. Lieb den Song einfach. As we walk through the valley in the shadow of death, thou shalt fear no evil. Headhunters are back. Boah. Was ein geiler Track. Leck mich an die Kiste, ey. Sooner or later, we see this music is our destiny. Aber ich find's krass, ne? So dass du bis jetzt, ne, bis jetzt, ich weiß, das wird jetzt gleich wieder nach hinten losgehen, meine Aussage, aber diese Lichtershow ist jetzt nicht so übertrieben krass. Es sieht halt sehr schön aus und ist auch sehr cool, ne? Gerade auch dieses krasse Feuerwerk, was die hinten hochballern, ist ja auch irgendwie, du hast mehr das Gefühl, dass da mehr auf das Feuerwerk geachtet wurde. Also, dass die Lichtershow auch sehr, sehr geil oder mehr performt, sag ich mal. Aber holt mich auch trotzdem ab. Aber ist halt auch ein krasser Unterschied. Was? Motivators. Oh. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Jetzt drehen die wieder auf mit ihrer Lichtershow, ne?
Hardware? Wie bitte? Alles klar. Aber dieser Übergang war crazy. Wartet mal. Also das hat. Ich wollte sowieso stoppen, aber dass da jetzt Hardware stand, hat mich total aus dem Leben genommen. Weil für mich ist das einfach immer nur. Der wird für mich immer EDM-Musik. Also, natürlich. Natürlich hat es halt auch EDM, müssen wir ja nicht drüber reden, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So andere EDM-DJ. Ja, krass. Also, krasser Song. So am Anfang dachte ich so, okay, bin ich jetzt bei einem Dubstep, irgendwie bei einem Dubstep-Event gelandet. Aber dann dieser Switch und was die dann daraus machen, ist wahnsinnig. Also, ich muss halt wirklich sagen, klar, das ist jetzt auch wieder nur immer, ne, dieses durchs Video gesehen, aber diese Bühne sieht halt so krass mächtig aus, finde ich. Wahnsinn. Junge. Holy shit, ey. We are never alone. Boah, ich weiß, also. Das ist verrückt. Warum sieht die so fucking breit? Also, warum sieht die so krass mächtig aus im Gegensatz zu den anderen? Also, ich glaube, das ist wirklich halt wirklich die Dinger, ne? Diese Extrateile, weil eigentlich hast du ja wirklich diese Bühne, die ja zwischen diesen beiden Säulen ist. Was ja auch schon riesig ist, ne? Versteh mich da nicht falsch. Das soll jetzt nichts irgendwie schmälern oder so. Aber dadurch, dass du. Also, das sieht richtig krass aus. Gerade so diese. Von hier aus diese Schiffsoptik. Das ist eine richtig krasse Bühne, ey. Hilfe. We are eternally connected with everyone. The destiny of mankind is to unite, not to divide. Wow. A new day is rising. Where there is unity, there is always victory. Consistency is power. Let's make the world ours. Wow. Consistency is power. Let's make the world ours. Holy shit, ey. Also Real Talk, wunderschön, ey. Ey, wow, das ist eine richtig geile Endshow, ey. Das könnte sogar meine Lieblings-Endshow sein. Aber da muss ich gleich direkt sagen, ich wollte erst bis zum Ende aufhalten und dann sagen, aber egal, ich sag's jetzt schon mal. Einfach dadurch, ne, Destiny wurde gespielt, ein Hardware-Track ist da drin, was ganz, ganz komisch ist, auch wenn es ja gut reinpasst, sag ich mal.
Ähm, das wird, glaube ich, eine meiner Lieblings-Endshows. Einfach von den Songs her schon. We arrived at our sacred destination by a glorious road paved with dedication. Da muss man aber schon sagen, das kannst du wirklich eine DEFCON 1 Anthem nennen, oder? So, ich finde, eine DEFCON 1 Anthem ist für mich immer, wenn du dieses Feeling hast, dass du ein Krieger bist. So, natürlich ist das ja auch irgendwo, ne, dieses Weekend Warriors und, so alles drumherum. Aber du hast ja auch dieses krasse Rustikale auch hier, ne, mit den Schiffen und so. Natürlich 2017 ist nochmal ein bisschen krasser. Aber ich finde diese Anthem wirklich sehr gut dafür. Weil du hast direkt dieses Feeling, so das passt einfach perfekt zu. So, es ist halt, du hörst es und du weißt direkt, da hätte noch nicht mal Anthem stehen müssen. Und ich hätte direkt gesagt, okay, das muss die Anthem sein. Weil es dieses DEFCON 1 Feeling hat. Und dann noch dann siehst du noch dieses, ne, es hat einfach dieses DEFCON 1 Feeling. Stay true to the roots of our endeavor. Defeat never. Victory forever. Geil. Legacy defines us. Though we've only just begun. Follow the ways of DEFCON 1. DEFCON 1. Boah. Hammer. Holy shit. Du willst mir sagen, das kriegen die hin, ohne dass da irgendwas abfackelt, aber bei anderen Bühnen, da fackelt immer was? Das ist verrückt. Sacrifice led us to this day and age. To live our legend and claim our stage. DEFCON 1. Boah. Holy shit, was die da hochgejagt haben nochmal, ne? Wow, ey. Was ein... Ich finde,
davon bin ich immer so ein Fan, wenn das in Filmen und so ist, ne? Da hast du dann immer dieses krasse, epische Gefühl und dann, ich meine, wir kennen sie alle, ne? Das sind immer diese krassen, epischen Szenen, wo du dann da hängst und vielleicht mal ein bisschen schluchzen musst und vielleicht die Tränen auch kommen. Also bei mir kommt es auf jeden Fall, da bin ich ganz ehrlich. Aber hier auf dem Festival, ich finde, das hat nochmal so ein krasses Feeling. Endshow, ne, okay, zack, du hast noch morgen den Tag, der wird noch kommen, aber so, das ist so richtig, weiß nicht. Da muss man wirklich sagen, das macht Defcon richtig geil, ne? Wieder noch ein Pluspunkt für Defcon. Weekend Warriors. Take a brief moment to find your ground. Feel your body Das stimmt, ey. and just be. Alleine wie das rausragt, ne? Hier. Hey. Also, wie gesagt, also die holt mich richtig ab, diese Endshow und auch die Bühne. Hammer, wie sich dieser Song immer wieder aufbaut, ne? Oh, geil, diesen Sound mit den Lasern so geil rüberzubringen. Hilfe. Wow. Also, Junge, das holt mich so ab, ne? Junge. Hammer. Ich muss halt wirklich sagen, ne, dieser Track erinnert mich halt immer wieder an so Gaming-Tracks. Weiß ich nicht, der ruft irgendwie solche Songs auf. So hervor bei mir. So eine Vibes.
Junge. Bro, was jagen die denn bitte alles da hoch? Da merkt man halt so diesen kleinen Unterschied, ne? Das ist so ein bisschen, ja, umweltfreundlicher mir einmal. Aber nur ein bisschen. Wow. You dance. Oh, ich lieb das selber wieder, ey. Wie laut das ist, ey. Hilfe. Also ich muss sagen, ich glaube, das geht in meine Top 3 der Endshows. So, und da muss ich aber auch wirklich sagen, klar, wegen diesen beiden Songs hier, ne, dass die auch fast hintereinander sind, ist crazy. Also mit Destiny und den Hardware-Track. Make the World Ours, genau. Das ist schon für mich so ein riesen Pluspunkt, ne. Ich denke, viele von euch, die so ihre Favorite DJs haben und wenn dann so bei einer Endshow dann so geile Tracks von denen laufen, verstehen mich da. Die Bühne ist mega geil. Finde ich sehr krass. Weil die auch so mächtig halt auch aussieht. Feuerwerk müssen wir nicht drüber reden. Mies abgerissen, was sie da abgerissen haben. Gerade auch in dieser Riesenfläche dann. Was man da ja durch die Bühne sowieso vorgegeben hat. Lichttechnik fand ich auch sehr geil. So, natürlich, heute ist man natürlich krasseres gewohnt, ne? Nicht besseres, sondern krasseres. So, weil ich fand das sehr, sehr geil, weil du hattest, dadurch, dass die sehr viel hier dieses Untere beleuchtet haben, hattest du so ein richtig, hattest du irgendwie so ein krasseres Feeling durch wenn du von vorne drauf geguckt hast. So, da kam mehr so diese Schiff-Thematik, sag ich mal, durch. Und hatte auch so wirklich dieses Feeling, als würden die wirklich auf dich zukommen. Gerade am Anfang, ne, mit diesem Wasser und mit dem JDX-Song. Ey, Hilfe? Das sah schon sehr geil aus. Aber auch so zwischendurch, dass du halt hier oben bei diesen Schiffdingern nicht so viel Licht hattest, fand ich auch irgendwie cool. Vielleicht sogar, also vielleicht würde ich an anderen Tagen sagen, und da bin ich auch ehrlich, an anderen Tagen sagen, ja, okay, vielleicht ein bisschen zu wenig Lichteffekte so. Weil, ne, man ist ja halt gewohnt, okay, viel Flackern, viel das, viel jenes, viel Farben und. Aber hier ist es halt sehr, sehr geil, weil du halt, ja, ne, dieses Bühnenbild macht schon alleine was aus. Gerade natürlich dieses fette Rad hier, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, da merkt man noch so, okay, da war Defcon mehr darauf aus. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Take, wo ihr mir sagen könnt, was ihr davon haltet. Mehr davon aus,
krasses Feuerwerk abzureißen, dass man da sehr viel drauf achtet und dass die Bühne halt, ja, doch, ne, mehr, dass da auf Feuerwerk geachtet wird, weil die Bühne ist ja sowieso immer krass, müssen wir nicht drüber reden. Gleich hier in dem 2017 ist sie sehr mächtig, sehr crazy sieht die aus. Und wird natürlich auch durch diese Lichteffekte nochmal unterstützt. So, ich finde bei den heutzutage, natürlich wird das da auch schon unterstützt und du kriegst dann nochmal andere Feelings dafür, aber du hast nicht so dieses mächtige Feeling wie hier, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man das sieht, wie die Lichter diese Bühne hervorheben, wild. Also Real Talk wild. Und dann mit dem Feuerwerk, also richtig geil auch, dass die halt so, ne, so die Spitzen so schräg rausgucken. Hammer. Also ihr merkt, ich bin total geflasht davon. Deswegen, sehr geile Endshow, sehr geiles Bühnenbild, geile Songs. Muss ehrlich sagen, der letzte Song, ne, muss man natürlich drauf stehen. Es ist einfach so. Aber für diese Endshow mit diesem Feuerwerk und so ist es natürlich ein sehr geiler Song, weil du da sehr gut mit diesem Feuerwerk halt arbeiten kannst. Hättest du natürlich aber auch wahrscheinlich bessere Songs gegeben, so, ne? Aber das ist auch wieder, wie gesagt, immer dieses Rumheulen auf höchstem Niveau. Muss ab und zu bei mir auch sein. Ab und zu eigentlich bei jeder Reaction, aber gut. Ja, wie gesagt, sehr, sehr geile Endshow. Hat mich mies abgeholt. Danke dafür für den Vorschlag nochmal. Hatte ich sowieso vorher nachzuholen. Ihr wisst ja, ne, ich will alles so ein bisschen nachholen. Ob es jetzt DEFCON ist, ob es jetzt andere Festivals sind. Aber mega geil. Singen. Ja. Sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Halbe Stunde. Ja, komm, wir machen trotzdem Hashtag. Wenn ihr es bis hierhin durchgeschaut habt, haut mal einfach einen Hashtag Warrior rein. Oder ne? Hashtag Ship einfach. Einfach Ship. Ne? Ship für Schiff. ähm, weil ich glaube, das kommt dann noch ein bisschen besser. Ich hatte Warrior halt wegen der Anthem. Sag ich ganz ehrlich, ne? Eine der geilsten Anthem vom DEFCON, finde ich. Weil die sehr passend ist zu dem DEFCON-Feeling und, habe ich ja gesagt. Ja, aber wir machen Hashtag Ship. Passend zu dieser wundervollen Bühne. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.